Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Wer neulich mein Rakelbild mit den abstrakten Kirschblüten in Rosa und Rot gesehen hat, der hat vielleicht auch gesehen, dass ich zunächst für die Hintergrundbemalung dieses schwarze Werkzeug verwendet habe. Es handelt sich dabei um einen ganz simplen Bartabzieher, aber ich habe bemerkt, dass der mit pastösen Acrylfarben, wie ich sie an dem Tag im Einsatz hatte, nicht gut zurechtkommt und hatte mir dann vorgenommen, dass ich eins meiner nächsten Bilder mit diesem Werkzeug, aber mit flüssigen Acrylfarben ausprobiere. Und genau das seht ihr gerade. Es gibt von Golden die Fluid Acrylics, die sind recht hoch pigmentiert und die wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Mir schwebt ein besonderes Bild heute vor und deswegen habe ich erstmal zu Schwarz gegriffen, zu dem dunklen Gold oder zu dem tiefen Gold. Und dann hatte ich ziemlich viele Werbung gesehen für eine Acrylfarbenmarke aus Österreich, die Aquarelix, und habe mir dann gedacht, naja, das probieren wir erstmal aus. Und dann habe ich mir einen Probierpack zusammengestellt. Da gibt es einmal, ich sag mal, normale Acrylfarben und einmal eine etwas flüssigere Variante. Und das, was ihr heute seht, ist das Smaragdblau als flüssige Variante. Dann möchte ich hier an dieser Stelle nochmal den Hinweis geben, dass ich all meine Produkte, die ich in meinen Videos verwende, selbst kaufe. Ich von keiner Firma gesponsert bin und einfach aus Sicherheitsgründen trotzdem rechts oben immer das Wort Werbung einblende, weil manche Produktnamen beim Gebrauch der Materialien, Flaschen, Tuben, was auch immer, einfach zu sehen sind und ich mir nie sicher sein kann, wann ändern sich irgendwelche Richtlinien. Ich liste euch meine Materialien, die ich verwende, auch immer in der Videobeschreibung auf. YouTube hat die inzwischen relativ gut versteckt. Die ist oben unter dem Stichwort mehr direkt unter dem Video zu finden. Ihr könnt mich aber auch in den Kommentaren nach irgendetwas fragen, was ihr gesehen habt und was vielleicht unklar ist. Womit ich nicht ganz so gerechnet habe, ist, dass die Metallic-Farbe Gold und mein Bartabzieher hier so wunderbar miteinander harmonieren. Und deshalb habe ich nochmal eine Schicht Smaragdblau oben drüber gelegt, sodass nicht nur die Metallic-Farbe mit dem Schwarz im Vordergrund steht. Als kleines Highlight habe ich noch ein bisschen von meinem goldenen Puder aufgestreut. Den habe ich hier in einem lokalen Geschäft gekauft. Normalerweise gibt es da Wohnaccessoires und ich war sehr überrascht, dass es dort auch sowas in diesem Geschäft gab und das musste ich mir natürlich mitbringen. Bevor ich dann mit meiner ersten Rakelschicht beginnen kann, föhne ich alles, inklusive Puder, sorgfältig mit dem Föhn an. Auch bei diesem Bild kommt das von meinem Vater gebaute Rakelwerkzeug zum Einsatz und ich verwende als erste Schicht das pastöse Türkisblau von Amsterdam Acrylics und ich trage das dann ganz sorgfältig mit einem Palettmesser auf, bevor ich dann meine erste Bahn komplett damit rakel. Und als Besonderheit nehme ich mir jetzt nochmal das Gold, was ich bereits für die Hintergrundfarbe benutzt habe, und trage das auf mein nicht gesäubertes Werkzeug auf, damit sich diese beiden Farben miteinander vermischen. Da ich inzwischen eine Idee habe, was mein abstraktes Bild später sein könnte, greife ich jetzt doch nochmal zu einem Blauton, allerdings zu einem Blauton mit einem grünen Unterton. Und auch den trage ich einfach so auf mein nicht gesäubertes Rakelwerkzeug auf und rakel aber nur einen Teil der Leinwand damit. Anschließend greife ich zu einer meiner Lieblingsfarben. Das ist eine sogenannte Perlfarbe und natürlich in diesem Fall die Perlfarbe Blau. Und wenn die hinterher getrocknet ist, dann bekommt sie einen ganz charakteristischen Schimmer, so als würde man den Schimmer auf einem Perlenohrring sehen. Und deswegen liebe ich die Farbe so sehr.
Jetzt an dieser Stelle, an der ich die Leinwand wende, finde ich schon, dass es sich dabei um ein vollständiges Bild handelt, aber ich habe das Gefühl, dass ich da noch ein bisschen mehr herausholen könnte. Und deshalb gebe ich auf mein Rakelwerkzeug einen Tupfen von dem Perlblau und einen Tupfen von dem Grünblau und mische das Ganze auf dem Rakelwerkzeug und setze anschließend damit nur noch Akzente. Und ich finde, das Bild ist dadurch noch eine Spur interessanter geworden. Jetzt steht es zwar im Grunde genommen auf dem Kopf, aber wenn ich es euch nachher einmal an der Wand hängen zeige, dann seht ihr vielleicht auch eventuell das, was ich sehen kann. Jetzt folgt die Kamerafahrt über das noch nasse Bild. Und die Ränder von meinen Rakelbildern gestalte ich immer erst, wenn das Bild getrocknet ist und ich mich entscheiden kann, ob ich jetzt eine Farbe aus dem Bild wähle oder ob ich den Rand in Schwarz gestalte. Und hier sieht man jetzt ganz wunderbar die Perlfarbe, wie sie schon ein bisschen schimmert und wie sie sich mit den anderen Farben in Schlieren miteinander verbunden hat. Und ich kann immer noch an einzelnen Stellen bis auf meine mit dem Bartabzieher gestaltete Hintergrundbemalung gucken. Diese Stelle liebe ich ganz besonders. Da ist das Gold so richtig schön dick aufgetragen und es hat auch diesen wunderbar haptischen Effekt, sodass man da drüber fühlen möchte. Also ich liebe solche Strukturen, die sich zufällig ergeben und die diesem Bild dann noch das gewisse Etwas verleihen. Bei der Kamerafahrt über das bereits getrocknete Bild erkennt man, dass Acrylfarben grundsätzlich dunkler auftrocknen, als sie im nassen Zustand aussehen. Und die Farben, die ich verwende, die sind schon mit einem gewissen Schimmer versehen. Sie sind also nicht matt. Und deswegen verwende ich auf meinen Rakelbildern auch keine Schlussfirnis oder ähnliches. Ich mag das einfach nicht, sondern da mag ich es tatsächlich, wie die Farbe des Herstellers dann auftrocknet. Und gerade bei den Perlfarben wäre es so schade, wenn dann noch ein Finish über dieser Perlfarbe gemacht wird, weil ich finde, die Stellen sind so glänzend und wunderschön, da muss man grundsätzlich nichts mehr machen. Jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin in diesem Bild gesehen habe. Für mich ist das ein abstrakter Wasserfall und im Hintergrund habe ich einen Himmel, wo ich noch gleißendes goldenes Licht habe und vorne stürzt sich sozusagen in diesen dunklen blauen Teil der Wasserfall hinunter. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet, was ihr da seht, und ich finde das immer sehr spannend, weil jeder aus einem anderen Umfeld kommt und daher vielleicht auch eine andere Idee hat. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über konstruktive Kommentare, selbstverständlich auch über ein Like zu diesem Video. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.